Hallo und herzlich willkommen hier auf dem PLW Review Kanal. Heute möchten wir euch eine neue Uniform vorstellen und wenn ihr im Jahr 1935 bis 1941 in der Sowjetunion gelebt habt und ihr habt diese Uniform vor eurer Tür gesehen, dann habt ihr zu Recht Todesangst gehabt. Ja, heute begrüßen wir hier den Aceton von Olag Entertainments und er wird uns mal erzählen, was es mit dieser Uniform auf sich hat. Das ist die Uniform des NKWDs, der Geheimpolizei innerhalb der Sowjetunion unter Stalin. Heraus entwickelt aus der Roten Tscheka, die unter Lenin schon gegründet wurde, und dann eben dementsprechend die politische Entwicklung durchgesetzt hat mit sehr eigenen Mitteln innerhalb der Sowjetunion. In dieser Ausführung wäre es dann eben ein Zeitungsberichterstatter für die Pravda gewesen. Typische Bewaffnung, würde ich erstmal sagen, ist dann eben die FED-Kamera, kurz FED, ein Leica-Lizenz-Nachbau, direkt entwickelt für den NKWD, beziehungsweise durfte nur der NKWD Kameras besitzen und benutzen. Was ist mit Pravda gemeint? Da war die Zeitung gewesen, übersetzt heißt natürlich wörtlich die Wahrheit, war dann eben die zentrale Zeitung der UdSSR gewesen. Dementsprechend direktes Sprachrohr der Kommunistischen Partei. Du bist jetzt von der Presse. NKWD kennt man ja sonst eigentlich aus anderen Umständen. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen zu dem Aufgabenfeld? War eben, wie schon erwähnt, die Geheimpolizei, also auch dementsprechend Aufgaben wie Nachverfolgung von politischen Gegnern, Leitung von Gefangenenlagern, aber eben auch Grenzschutz. Und dementsprechend hat man dann eben Grenzschutz, halt dann eben grüne Uniformen und Effekte gehabt. In dem Fall wäre es dann ein Mannschafter des Grenzschutzes. Dann die Arbeitslager unter sich in der Verwaltung gehabt und alles, was irgendwie mit Polizeiaufgaben zu tun hatte. Aber der NKWD hat nichts mit den politischen Kommissaren zu tun? Die Politkommissare waren praktisch nochmal eine eigenständige Gruppe gewesen. Es waren Armeeangehörige, die der Partei verpflichtet waren und dafür sorgen sollte, dass eben innerhalb der Roten Armee die Kommandeure eben der politischen Doktrin sich verhalten. Sie waren gleichzeitig stellvertretende Kommandeure gewesen, was dann 1941 mit dem Überfall des Deutschlands auf die Sowjetunion darin gegipfelt hat, dass wenn die Kommandanten gefallen sind, dass automatisch der Politkommissar die Befehlsgewalt übernommen hatte, aber die hatten meistens von Militär keine Ahnung gehabt, dementsprechend dann eben ihrer politischen Ansicht gefolgt und da hieß es dann eben nur dabei und vorwärts und ohne Sinn und Verstand dann eben die Leute verheizt, was man dann Richtung 1943 dann nach und nach zurückgefahren hat. Erkennen würde man dann eben auch den Politkommissar im Gegensatz zum NKWD. Eben Politkommissar hatten einen roten gestickten Stern am Ärmel gehabt, während dann eben NKWD Schwert und Schild der Partei angedeutet. Ja, dann können wir uns ja mal ein bisschen näher die Uniform angucken, dann können wir ja mal gerne oben anfangen. Vielleicht kannst du uns was zur Mütze erzählen. Das ist eben die typische Offiziersschirmmütze gewesen für die Zeit. In den Farben des NKWDs eben blauer Schirm, himbeerfarbene Paspellierung und dieser typische Entenschnabelschild. Die frühe Ausführung des roten Sterns eben hier mit getrennten Teilen, dass der Stern ein Teil für sich ist und Hammer und Sichel ein eigenständiges Teil. Und war dann eben die typische Farbe gewesen. Uniform haben wir hier eine M35-Jacke, Effekte am Kragen, würde den NKWD-Leutnant entsprechen. Also die hatten nochmal eigene Dienstgrade gehabt, die auch den militärischen Rängen nochmal übergeordnet war. Also ein NKWD-Leutnant hatte mehr zu sagen als ein normaler Leutnant der Roten Armee. Sommerausführung, offene Knopfleiste mit Zierknöpfen, aufgesetzte Taschen und die bereits erwähnten Ärmelabzeichen des NKWDs auf beiden Seiten. Dann haben wir ein ganz normales Zweitorn-Offizierskoppel mit Sturmriemen und einer normalen Kartentasche
entnommen der alten zaristischen blauen Hose, die praktisch vorm Krieg dann die Standardhose war für Mannschafter und Offiziere und mit der Oktoberrevolution eigentlich das Gegenteil repräsentierte, also die Weiße Armee. Dementsprechend auch immer die Leute mit den blauen Hosen verfolgt wurden und im Laufe der 30er Jahre dann wieder als Ausgehhose innerhalb des NKWDs und der Roten Armee eingeführt. Wieder zurück zu den Anfängen. Dann typische Offiziersstiefel, hohe, glatte Schaftstiefel. Die meisten, die NKWD hören, die denken ja sicherlich sofort an das Massaker von Katyn. Also ist das quasi in etwa auch, weil wir jetzt gesagt haben, das wäre von 1935 bis 1941 die Darstellung. Also es fällt dann in diesen Zeitraum mit rein. War natürlich als Schwert und Schild der kommunistischen Partei dementsprechend ausgeführt. Und das Erstaunliche ist eben, dass es ein relativ kleiner Personenkreis gewesen ist und man bis heute nicht wirklich herausgefunden, wer genau eben diesen Befehl ausgeführt hat. Natürlich war das Politbüro, Stalin waren eingeweiht gewesen, aber die Ausführenden war relativ wenig. Man hat einen Zeitungsausschnitt von Auszeichnungen, die in diesem Zeitraum vorgenommen wurden. Und dementsprechend kann man ungefähr zuordnen, dass eben diese Personen, die ausgeführt haben und relativ effektiv gearbeitet haben und dementsprechend auch keine russischen Waffen zum Beispiel genommen haben, weil der Standard Nagant Revolver nachladen, 7 Schuss wieder nachladen. Dementsprechend hat man deutsche Waffen genommen, und um einfach effektiver zu sein, so grausam wie es klingt. Was dann eben auch bei der Aufarbeitung, als die Deutschen das Massaker entdeckt haben, den Deutschen zu Ungunsten dann kam, dass dann eben das Rote Kreuz bei der Untersuchung festgestellt wurde, dass es deutsche Munition verwendet wurde bei der Tötung der polnischen Offiziere. Dann vermute ich mal auch, dass der NKWD ein entscheidender Baustein war bei den großen Säuberungen. Ja. Kann man so, glaube ich, so klipp und klar sagen, ja. Ja. Ja, wie waren denn die NKWD-Offiziere sonst noch bewaffnet, wenn sie jetzt nicht gerade für die Zeitung gearbeitet haben? Also Standardpistole war eben der Nagant Revolver gewesen, beziehungsweise dann auch die TT-33 von Tokarev, dann als Standardordnanzpistole. Und im Grenzschutz, wie sah das da aus? Im Grenzschutz dann die normale Armeebewaffnung, sprich Mosin Nagant, dann auch PBSchar für grenznahe Truppen auch schon eingesetzt. Gab es eigentlich auch eigene NKWD-Truppen im Krieg dann? Ja, also es wurden dann auch Verbände aufgestellt, dann eben in der Verteidigung Moskaus, dann die NKWD-Kasernen Freiwege gesucht und kleinere Einheiten aufgestellt. Ja, vielen Dank. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da und sagt uns, was ihr sonst noch so aus dieser Zeit gerne sehen wollt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.